Terry Steinbecks Sohn Justin sitzt im Todestrakt, weil er einen Mord an dem Dealer Danny Petroli in Auftrag gegeben haben soll. Petroli wurde mit 9 Schüssen von einem Owen Barber ermordet. Im Verhör sagte Justin nicht gegen die anderen aus, worauf die Polizei ihm drohte: „Wir kriegen dich." Owen Barber wurde gesagt, er entgehe der Todesstrafe nur, wenn er Justin belaste. I'll never forget that phone call. Justin called me up at home and he said, "Mom, they think I had something to do with Danny's death. I'm going to turn myself in, and I may have to face some charges for selling marijuana, but it's a first-time offense. Not to worry, I should be home in a few days." That was 8 years ago. Ich werde den Tag nie vergessen, an dem ich den Anruf von meinem Sohn erhielt, der mir sagte am Telefon, die Polizei denkt, dass ich was mit der Sache zu tun gehabt hatte. Kann gut sein, dass gegen mich bestimmte Anklagen in Bezug auf den Marihuana-Verkauf erhoben werden, aber dadurch, dass es sozusagen mein erstes Vergehen wäre, habe ich da nichts Großartiges, nichts Schlimmes zu erwarten von der Justizseite aus. Dieser Anruf war vor 8 Jahren. The charge was murder for hire, which was a death penalty offense. And when it first came out in the newspapers, it was in the papers almost every day talking about this murder of Danny Petroli and with Justin's picture on the front page every day. Die Anklage lautete auf Mord auf Auftragsmord und darauf stand die Todesstrafe. Als die Anklage das erste Mal erhoben wurde, stand es dann in den nächsten Wochen überall in der Zeitung. I found it very hard to go outside. I went to different grocery stores. I wouldn't see anybody I knew. I went to different churches. I was embarrassed. I was incredibly sad. I was in shock. I cried most of the time. Es war für mich sehr schwer, mich außerhalb des Hauses zu bewegen. Ich ging zu ganz anderen Kirchen und ich schämte mich. Ich war furchtbar traurig. We had 4 kids at home at the time. This is Justin, here in the middle. Wesley's down here in the corner. Christina up here, and Lindsay was 4. Christina was 15, and she was captain of the cheerleading squad. And every day I made them go to school, just like normal, step over those newspapers, and continue like they were supposed to and get their education. Christina war 15 Jahre alt und war Kapitänin der lokalen Cheerleader-Gruppe. Und ich habe zu ihnen gesagt, sie sollen rausgehen, die Zeitungen, in denen die Geschichten abgedruckt waren, links liegen lassen. I finally realized how unfair it was that I expected them to go out, face the public, and step over those newspapers, and I couldn't do it. So I finally decided to come out of the house. Ich stellte dann jedoch schließlich fest, wie ungerecht es natürlich war, von ihnen zu verlangen, dass sie sich dieser Öffentlichkeit stellten und dieses von mir nicht zu verlangen, sodass ich mich am Ende entschloss, aus dem Haus zu gehen an die Öffentlichkeit. The trial lasted for 3 weeks. There were a number of kids that testified, all of which had made deals with the prosecution. Owen testified, of course. And then Justin's friends, who he also sold drugs to, were afraid to testify because they were afraid they too would face drug charges. Das Verfahren dauerte insgesamt 3 Wochen und es gab eine ganze Reihe von Zeugen, darunter eben auch Owen, die alle Abkommen mit der Staatsanwaltschaft getroffen hatten und jetzt in deren Sinne aussagten. Es gab auch eine ganze Reihe von Freunden von Justin, die natürlich Angst hatten auszusagen, weil sie natürlich befürchteten, dass ihnen auch weitere Verfahren für den Besitz und den Handel mit Drogen angehängt würden. The next day, it only took 5 hours for the jury to come back with a sentence of 3 years for a gun he never touched, 30 years for selling marijuana, and death for a crime he didn't commit. Am nächsten Tag dann brauchte die Jury nur 5 Stunden, um zu dem Ergebnis zu kommen, ihm 3 Jahre für den Waffenbesitz zu geben, 30 Jahre für den Besitz und Verkauf von Marihuana und die Todesstrafe für ein Verbrechen, was er nicht begangen hatte. 2005 erhielt Justins Anwalt einen Anruf eines ehemaligen Zellengenossen von Owen Barber. Dieser bestätigte, dass Owen nicht die Wahrheit gesagt hatte.
Auch Owen legte schriftlich ein Geständnis ab, dass er gelogen hat. In Virginia, it usually only takes 8 to 9 years maybe to get a death sentence, an execution. In Stadt Virginia dauert es im Allgemeinen normalerweise 8 bis 9 Jahre, bis eine Todesstrafe entsprechend wieder aufgehoben wird. But we should know by the end of this year whether or not my son will get to come home with me or whether or not he will go home to our father. Wir hoffen, dass wir am Ende dieses Jahres wissen, ob mein Sohn Justin wieder mit mir nach Hause kommt oder aber er mit seinem Vater nach Hause geht. Während der Deutschlandtour erhielt Terry einen Anruf. Es war die Nachricht, dass es ein neues Beweisanhörungsverfahren geben wird. Und es gibt wieder ein bisschen Hoffnung.